Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Endlich gibt es Erdbeeren wieder und ich möchte mit euch heute eine Erdbeerkäsesahne machen. Und zwar machen wir zusammen die einfachste Käsesahne, die ich persönlich kenne. Viel Spaß! Wir brauchen für den Biskuit 6 Eier, 200 Gramm Zucker, 270 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Backpulver und 75 Gramm Butter, die geschmolzen ist. Ja, und dann legen wir auch gleich mal los. Als erstes geben wir die Eier in eine Schüssel. Da kommt dann der Zucker dazu. Und das Ganze schlagen wir so lange auf, bis sich die Masse verdoppelt hat. Dann holen wir das Mehl mit dem Backpulver, geben es in einen Sieb und sieben es über die Eiermasse. Und das wird jetzt vorsichtig untergehoben. Jetzt kommt dann auch noch unsere geschmolzene Butter dazu. Achtet bitte darauf, dass sie kalt ist. Und dann heben wir das ebenfalls unter. So sieht unser Teig dann aus. Jetzt brauchen wir unsere Springform. Meine hier hat einen Durchmesser von 26 cm. Die legen wir mit Backpapier aus. Und da kommt dann unser Teig hinein. Der wird dann noch ein bisschen gleichmäßig verstrichen und dann darf der Kuchen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für gute 40 Minuten in den Ofen. Nach dem Backen lassen wir ihn kurz auskühlen in der Form und dann lösen wir den Boden aus dem Backrahmen. Den Boden stürzen wir auf ein Kuchengitter, ziehen das Backpapier ab und dann darf er komplett auskühlen. Weiter geht's mit den Erdbeeren, davon brauchen wir 500 Gramm, die müssen wir waschen und dann dafür sorgen, dass sie auch wieder trocken sind. Dann geht's weiter mit der Creme. Hierfür brauchen wir 600 Milliliter Sahne, 4 Päckchen Vanillezucker, wer möchte 3 Päckchen Sahnesteif, kann man aber auch weglassen, Saft einer halben Bio-Zitrone und 750 Gramm Quark. Als erstes müssen wir die Sahne steif schlagen, dazu geben wir die Sahne in eine Schüssel, schlagen sie kurz auf, da kommt dann das Sahnesteif dazu, also wie gesagt, das müsst ihr nicht nehmen. Müsst ihr halt die Sahne etwas länger schlagen, bis sie halt steif ist. Dann kommt der Vanillezucker dazu und dann schlagen wir die Sahne steif. Mit einem Messer kann man dann immer schauen, ob die Sahne auch wirklich steif genug ist. Also wenn ihr einen Schlitz reinmacht, dann muss er bleiben. Ich nehme mir von dieser Sahne ein bisschen was weg, die brauche ich dann zur Verzierung. Da habe ich eine Sterntülle mit einem Einwegspritzbeutel und dann habe ich so, also es langt eigentlich 2 Esslöffel. Ich habe ein bisschen mehr genommen, mir blieb auch was übrig, aber wenn ihr 2 Esslöffel wegnimmt, das langt vollkommen. Ja, die Sahne kommt dann so lange in den Kühlschrank, bis wir sie brauchen. Jetzt geht es weiter mit dem Quark, den geben wir in eine Schüssel und schlagen ihn ebenfalls kurz auf, also dass er halt schön geschmeidig wird. Da kommt dann der restliche Vanillezucker dazu, der Zitronensaft und das Ganze wird weiter verrührt. Und jetzt kommt nur noch die Sahne hinein
Und dann verrühren wir das Ganze vorsichtig, also am besten auch unterheben. Und dann ist unsere Creme auch schon fertig. So einfach geht das. Und das funktioniert wirklich ganz ohne Gelatine. Ja, jetzt brauche ich meinen Tortenboden wieder, den habe ich einmal halbiert. Das ist jetzt der obere Teil. Ich habe die andere Seite auch noch abgeschnitten, weil sie ein bisschen zu rund war. Also dann würde mein Kuchen uneben werden. Den lege ich mir bereits auf eine passende Arbeitsplatte, ja. Tortenplatte. Und da stelle ich dann einen Backrahmen darum. Dann brauchen wir unsere Erdbeeren. Die halbieren wir einmal und natürlich vom Grünen befreien. Und die kleben wir mit der Schnittseite, was heißt kleben, die legen wir mit der Schnittseite an den Backrahmen ran. Und das machen wir dann ringsrum. Keine Angst, die fallen nicht um, weil durch das, dass die Schnittseite am Backrahmen ist, das ist ja feucht und dann bleibt das auch sehr gut haften. Dann können wir auch schon unsere Creme holen und geben die komplett auf den Tortenboden. Natürlich auch noch schön verstreichen und vielleicht auch ein bisschen klopfen, damit die Sahne auch richtig schön zwischen den Erdbeerscheiben hinunterrutscht. Oh Mann. Da klopfe ich gerade ein bisschen. Den Deckel habe ich mir vorher schon in 16 Teile geteilt, in 16 Stücke. Dazu braucht ihr einfach so einen Tortentrenner, glaube ich, nennt sich das. Den drückt ihr einfach ein bisschen an den Boden an. Und dann habt ihr hier schon die Markierungen. Und dann einfach nur noch ein Pizzarädchen nehmen und zurechtschneiden, also durchschneiden. Weil der Tortenteiler, der geht nicht richtig durch. Ja, und dann kommen die Stückchen einzeln auf die Torte. Einfach ein kleines bisschen andrücken. Es wurde eng zum Schluss, aber ich habe es trotzdem reingebracht. So sieht es dann aus. Bevor ich sie kühle, habe ich gleich noch die Tuffs drauf gespritzt. Und dann darf die Torte nochmal für gute 4 Stunden in den Kühlschrank. Ach ja, und ihr seht hier in der Mitte habe ich ein paar Löcher, die habe ich einfach mit Sahne zugedeckt. Ja, nach dem Kühlen, das habe ich jetzt leider nicht gefilmt, den Tortenrahmen entfernen und dann oben noch mit Erdbeeren dekorieren. Ihr seht, ich habe teilweise ganze auf die Tuffs getan und dann auch manche halbiert. Ja, und was gehört auf eine Käsesahne? Natürlich Puderzucker. Ein kleines bisschen Puderzucker habe ich oben noch verteilt oder gesiebt. Dass der Puderzucker auf die Erdbeeren kommt, das macht gar nichts. Wenn sie noch eine Zeit lang steht, die Erdbeeren saugen den Zucker auf. Ja, man sieht noch ein paar Pistazien, wo ich drauf habe. Und so sieht sie dann fertig aus. Also ich finde, es ist ein richtig toller Hingucker. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, dieses einfache Rezept einer Käsesahne hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!